Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen. Nach dieser sehr, sehr langen Pause, in der mein Fuß gebrochen war, dreifach gebrochen, und ich habe wirklich 3 Monate damit rumgemacht. Ich kann jetzt wieder ganz gut stehen und auch laufen, aber ich muss immer noch aufpassen. Ich muss abends den Fuß hochlegen. Er schwillt immer noch an und ich glaube, da werde ich noch ein bisschen länger mit zu tun haben, leider. Aber ich bin ja froh und sehr dankbar, dass ich überhaupt wieder stehen und spazieren gehen kann und irgendwie was im Haushalt tun, denn es ist ziemlich furchtbar, die ganze Zeit rumzusitzen. Bei uns in Hoffenheim ist auch der Herbst angekommen nach dieser wunderschönen langen Sommerpause und es ist kühl und windig und da habe ich gedacht, was ist tröstlicher nach so einem schönen Sommer und den Abschied zu begehen, als einen Klassiker mit einem anderen Klassiker zu kombinieren und daraus eine Schwarzwälder Kirsch-Käsekuchentorte zu bauen. Ja, die Torte besteht aus einem dunklen Mürbteigboden, natürlich der Käsekuchenmasse, dann der leckeren Kirschfülle mit Kirschwasser, natürlich verfeinert, oben auf einer fantastischen Ganache und der opulenten Dekoration, dass es schön nach Schwarzwald und Schwarzwälder Kirsch aussieht. Ja, und diese Torte wollen wir heute zusammen backen. Die Mengenangaben findet ihr wie immer hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept zum Ausdrucken. Und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren und weiter zu empfehlen, denn jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es hier wieder ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Ich kann ja jetzt wieder drehen und ja, sagt einfach allen euren Freunden und der Familie Bescheid, dass es hier leckere Torten zu sehen gibt und auch vielleicht nachzubacken. Wir starten gleich mit der Zubereitung unseres feinen, dunklen Mürbeteigs. Für unseren leckeren Schwarzwälder Mürbeteig, so nenne ich ihn jetzt mal, brauchen wir 200 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 20 Gramm Backkakao, natürlich eine Prise Salz. Und dies alles können wir jetzt schon mal so ein bisschen miteinander vermischen. Dann geht es nachher einfacher. Den Kakao auch gerne sieben. Bei mir ist er jetzt so ein bisschen klumpig. Hinzu kommt ein Eigelb. Das Eiweiß fange ich mir hier auf. Das brauche ich nachher für die Füllung. Ein Eigelb. Dann natürlich die gute Butter. Kühl und in Stücken. Sie muss nicht ganz kalt sein, aber kühl sollte sie schon sein. Für den leckeren Geschmack geben wir noch etwas Vanillepaste in den Teig. So etwa 1 Teelöffel. Da könnt ihr auch eine ausgeschabte Vanilleschote verwenden, vollkommen klar. Erstmal miteinander vermischen alles, bis die Masse krümelig ist. So, und oft ist es so, wenn die Butter sich nicht so richtig verbinden will, dann ist sie noch zu kalt und dann nimmt man einfach die Finger zur Hilfe. Da kann man gerade mit den Fingerspitzen das so ein bisschen zerbröseln, dass sich der Teig schön verbindet. Und ihr seht, das geht dann ganz wunderbar. Also nicht jetzt noch mehr Flüssigkeit zugeben, sondern einfach gucken, dass man mit den Fingerspitzen so ein bisschen reingeht in den Teig. Und möglichst nicht zu lange kneten, sondern wirklich nur so lange, wie es nötig ist, bis einfach ja ein homogener Teig entstanden ist. Und da seht ihr, jetzt verbindet er sich. Deswegen sage ich auch immer so, die Butter kann zwar kalt sein, sollte kalt sein, aber nicht zu kalt, dass sie sich gar nicht mit den Zutaten verbinden will. So, ihr seht, ein wunderschöner Mürbeteig ist entstanden, unser Schwarzwälder Mürbteig. Der kommt jetzt gleich in die Form und dann wird die Form schön kalt gestellt, eine halbe Stunde. Ungefähr 2/3 des Mürbteigs drücke ich mir jetzt in die Form. Das ist eine 26er Springform, die habe ich mir gefettet und etwas leicht bemehlt. Ihr könnt den Teig auch ausrollen, aber ich mache das immer so. Das wissen jetzt die Leute, die mich schon kennen. So hat es mir meine Großmutter beigebracht. Einfach reindrücken mit den Fingern. Reine Handarbeit, möglichst gleichmäßig natürlich. Und das weitere Drittel nehmen wir dann für den Rand. Den ziehen wir dann noch hoch. Aus diesem Teig lassen sich übrigens auch ganz leckere Cookies backen. Jetzt ist ja wieder die Zeit, in der man auch mal einen Tee trinkt. So, jetzt haben wir noch das restliche Drittel des Teiges übrig. Das können wir uns jetzt einfach als Rolle formen. Dann haben wir es leichter, vielleicht so in 2 Portionen, den Rand hochzuziehen. Lasst sie nur nicht zu arg weich werden. Das ist ganz wichtig, dass der Teig dann nachher schön mürbe bleibt. Wie im Kindergarten früher, wenn man Knete bearbeitet hat. So, macht richtig Spaß. Und dann einfach mit den Fingern hochdrücken, 3 cm.
Ich gehe dann gerne hier unten nochmal entlang, um das beides zu verbinden und auch, dass die Kante nicht so dick wird. Das ist immer so ein bisschen unansehnlich, wenn man eine Torte anschneidet und man hat eine ganz, ganz dicke Kante zwischen Boden und Rand des Mürbeteigs. Deswegen geht da einfach entlang mit dem Zeigefinger und dünnt das so ein bisschen aus. Dann ist der Übergang viel feiner und schöner. Und ich ziehe es jetzt bis zu einer bestimmten Linie hier hoch, dass ich einfach weiß, ich bin gleichmäßig weit oben. Nehmt euch dafür Zeit. Das ist immer so ein bisschen lästig, die Form so schön auszukleiden, aber das ist ja wichtig, damit unsere Torte nachher wirklich wunderbar aussieht und möglichst ja, gleichmäßig wirkt. Jetzt wird die Form noch am Boden eingestochen. Nur am Boden, nicht an den Seiten. Und wir stellen sie eine halbe Stunde kalt, am besten in den Tiefkühler, wenn ihr da Platz habt. Kann aber auch im Kühlschrank sein. Der Boden steht kalt, jetzt gieße ich die Kirschen ab. Den Saft natürlich im Topf gleich schon auffangen. So, hier kommt jetzt einfach Vanillesoßenpulver dazu. Das rühre ich gerade hier unter. Und das lasse ich jetzt gerade kurz eine Runde kochen, zweimal aufkochen, dass es sich andickt. Und dann können wir die Kirschen schon unterrühren. Ein bisschen Vanillepaste gebe ich auch hier hinzu, so etwa 1 Teelöffel wieder. Da könnt ihr natürlich auch selbstverständlich das Mark einer Vanilleschote nehmen. Wer es süßer mag, als der Kirschsaft schon ist, der soll natürlich noch etwas Zucker hinzugeben. Das kann auch gern Vanillezucker sein. Selbstverständlich kann man hier auch einfach Stärke nehmen. Das muss nicht unbedingt Vanillesoßenpulver haben, aber wenn ihr es daheim habt und loswerden wollt, dann ist es hier genau richtig. Wunderschön, ihr seht, wie jetzt die Soße abbindet und dicker wird. Und jetzt lassen wir das Ganze so 2 Minuten köcheln. Und dann ist es auch dick genug, dass wir die Kirschen dann unterheben können. Perfekt, das ist schon dick genug, also 2 Minuten müssen es nicht unbedingt sein. Es hängt so ein bisschen von der Temperatur ab, die ihr auf dem Herd verwendet. Bei mir reicht das jetzt 1 Minute sprudelnd kochen lassen und unser Kompott ist quasi fertig. Zu unserem leckeren Kompott kommt natürlich jetzt noch der Kirschschnaps. Und ich habe jetzt einen ganz besonderen, nämlich unseren Kirschschnaps von Omi. Der ist ganz kostbar. Da gebe ich jetzt so 3 bis 4 Esslöffel rein. Das kommt natürlich darauf an, was ihr da drin haben wollt, wie viel ihr drin haben wollt. Ihr könnt es auch ganz weglassen. Das ist hier wirklich selbstgebrannter Kirschschnaps von Omi. Also wirklich was ganz, ganz Feines. Da gebe ich mal 3 Esslöffel rein erstmal. Das langt. Und hinzu kommen nun unsere Kirschen. Tja, und so sieht jetzt unser Kompott aus. Ihr seht, es ist jetzt noch relativ flüssig. Also eventuell auch vielleicht noch ein weiteres Päckchen Soßenpulver hinzufügen, wenn es euch zu flüssig vorkommt. Aber es sollte auch nicht zu dick sein, dass es sich nachher gut verteilt auf unserer Käsemasse. Und man muss auch bedenken, beim Abkühlen dickt das Ganze noch etwas ein. Deswegen, ich denke, das ist so richtig. Gerade beiseite stellen zum Abkühlen. So, inzwischen ist die Form richtig schön kalt. Der Teig natürlich auch. Er ist ganz, ganz fest geworden. Und das ist auch wichtig. Den Ofen habe ich mir vorgeheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt werden wir uns den Teig vorbacken. Backpapier drauf. Und unsere Backerbsen. Die habt ihr sicher alle daheim. Schön verteilen, dass er einfach schön gleichmäßig ausbackt. Und so backen wir uns jetzt den Schokoladen-Mürbteig vor, etwa 15 bis 20 Minuten. So, und während unser Boden vorbackt, können wir uns auch schon mal die Käsekuchenmasse zusammenrühren. Und zwar benötigen wir dafür die 4 Eier und das Eiweiß, was wir vorhin abgenommen haben. Dazu kommt 150 Gramm Zucker, Speisestärke 100 Gramm,
Da könnt ihr auch gern einen Teil durch ein Puddingpulver ersetzen. Dann Vanillepaste 1 Teelöffel ungefähr. Und natürlich fehlt noch unser Quark. Ich nehme gern Halbfettstufe und habe jetzt 1 Kilogramm Quark. Das kommt dazu. Ich nehme da so einen schönen cremigen Bio-Quark. Ein Kilogramm. Das muss schon ordentlich Masse sein. Und wir wollen uns die einfach nur verrühren, nicht aufschlagen. Einfach jetzt schön verrühren alles miteinander. Selbstverständlich könnt ihr das auch in der Küchenmaschine machen oder mit dem Rührgerät. Aber ich will eben, wie gesagt, nicht unnötig Luft reinschlagen. Man verrührt sie einfach nur und dann kann sie auch schon verwendet werden. Und ihr seht eine wunderschöne Masse. Da muss man sich auch gar nicht groß Mühe geben, wird einfach alles miteinander verrührt. Wer möchte, kann noch etwas Zitronenschalenabrieb hinzufügen. Allerdings finde ich, dass zu einer Schwarzwälder jetzt das nicht so 100% passt. Deswegen lasse ich das jetzt weg. Vanille haben wir drin. Sehr schön. Jetzt warten wir noch auf unseren Boden und dann kann schon gefüllt werden. So, der Kuchen ist vorgebacken, also der Mürbeteigboden. Jetzt entfernen wir vorsichtig die Erbsen. Bisschen abkühlen lassen natürlich und dann wird es gleich gefüllt. 4 Minuten habe ich ihn noch ohne die Backerbsen nachbacken lassen, weil er in der Mitte noch etwas feucht war. Jetzt geht's, es ist schön angebacken, sodass jetzt einfach unsere Füllung gut drauf kann. Die Hälfte der Füllung. Erstmal auf den Boden, ungefähr die Hälfte. Gerade noch schön verstreichen. Wunderschön, allein der Farbkontrast. Und jetzt kommt natürlich unsere Kirschmasse da oben drauf. Und da schauen wir jetzt, dass sie möglichst nicht einsinkt, sondern so als eine Schicht oben aufgetragen wird. Also immer nur wenig darauf geben, wenn es geht, dass sie nicht so einsinken. So. Dass wir wirklich so in der Mitte eine Schicht Kirschen haben. Und ich habe den Kompott noch etwas abgeschmeckt, habe noch etwas Zucker hinzugefügt. Also das könnt ihr ganz nach Belieben machen, je nachdem wie süß euer Kirschsaft ist. Wenn ihr die Kirschen selber eingemacht habt, dann habt ihr vielleicht eine andere Süße als die gekauften aus dem Supermarkt. Deswegen einfach abschmecken und einfach jetzt wirklich überall schön verteilen. Das ist unsere Schwarzwälder Schicht. Und ihr seht, das reicht wirklich aus, so für eine Lage, die man in der Mitte dann macht. Perfekt. Schaut euch das mal an. Duftet auch total lecker nach Kirschwasser. Und jetzt kommt natürlich die zweite Hälfte unserer Käsekuchenmasse oben auf. Schon mal so ein bisschen verteilen, dass man da nicht Schwierigkeiten kriegt und dass sich es einfach schön in Schichten dann ablagert und sich nicht vermischt möglichst. Und ihr seht, es geht sich auch ganz genau aus mit meinem Rand. Also das wird perfekt sein am Ende. Halbwegs zumindest. Wir wollen ja hier gar nicht perfekt sein. Wir wollen hier mit Liebe backen. Das ist das Wichtigste. Und natürlich nochmal schön glatt verstreichen, unsere Käsekuchenmasse. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin begeistert von dieser Torte. Die zwei Klassiker so wunderschön vereint. Das ist einfach grandios. Und jetzt muss die Torte natürlich noch weiter fertig backen. Ungefähr 45 Minuten bei derselben Temperatur, also 170 Grad ungefähr. Und ich habe unten im Ofen ein tiefes Blech mit heißem Wasser drin. Einfach weil dann angeblich, wir werden es ja sehen, ob es stimmt, die Käsekuchenmasse besser und schöner ausbäckt. Einfach durch den Wasserdampf, der jetzt im Ofen sich befindet. Deswegen nehme ich das jetzt so mit dem Ganzen und schiebe das rein. Und unten ist noch das tiefe Blech mit dem Wasser. Also, und ihr seht, da ist das Blech mit dem Wasser jetzt. Und ich schiebe dann den Kuchen einfach in die Mitte ein. Und ungefähr 45 Minuten backen. Das klappt ziemlich toll mit dem Blech mit Wasser im Backofen unten drin. Der Kuchen backt schön gleichmäßig aus und wird auch nicht so schnell braun.
Einfach durch die bessere Verteilung wahrscheinlich durch den Wasserdampf. Natürlich muss er dann im Ofen bei leicht geöffneter Tür am besten auskühlen, damit er nicht reißt. Man weiß es nicht so genau, ob er dann nicht doch reißt, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja auch noch unsere Ganache, die oben aufkommt und unsere Dekoration. So sah die Torte bei mir nach 45 Minuten aus. Die letzten 5 Minuten habe ich nicht aufgepasst. Ich gebe es zu und dann ist mir hier etwas zu dunkel geworden. Aber ansonsten ist hier nicht gerissen und nichts. Also das Dampfblech hat schon was genützt, auf jeden Fall. Und wenn ihr dabei bleibt und aufpasst und nicht so wie ich dann eben woanders hingeht und was anderes macht, dann werdet ihr auch vermeiden können, dass sie so dunkel wird. Ist aber sowieso egal, sofern ihr sie noch mit der Ganache überziehen wollt. Dann wird das ja darunter verborgen sein. Aber wenn ihr sie eben ohne die Ganache servieren wollt, dann müsst ihr sie etwas früher rausnehmen oder eben einfach abdecken. Und dann wird sie auch nicht hier so dunkel, so arg. Oh, lange nicht gebacken, da passieren dann schon gleich die ersten Fehler. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt noch eine Ganache herstellen, denn es soll ja eine Schwarzwälder Kirschkäsekuchentorte werden. Und dazu gehört jetzt eben oben auch noch die Schokoladenschicht und natürlich die Dekoration. Also, lasst uns die Ganache zubereiten. Für die Ganache habe ich mir 200 Gramm Zartbitter-Schokolade, schon ganz fein gehackt im Thermomix. Und zwar brauchen wir jetzt die Hälfte einfach Sahne, das heißt 100 Gramm Sahne, 200 Gramm Zartbitterschokolade. Die Sahne mache ich mir gerade in der Mikrowelle heiß. Die heiße Sahne einfach über die Schokolade gießen und einfach gerade so ein bisschen verrühren. Und zwar wirklich sanft. Nicht schlagen, sondern nur rühren. Und das seht ihr schon, das geht dann richtig schnell, wenn die Schokolade schön klein gehäckselt ist. Dann verbindet sich das auch recht schnell. Wunderschön. Schaut euch das mal an. Fantastisch, oder? Eine wunderschöne Ganache. Und deswegen nicht schlagen, dass wir nicht so viele Luftblasen drin haben. Wir wollen sie ja möglichst glatt haben. Deswegen nur schön verrühren und auf keinen Fall mit dem Quirl oder so damit rangehen. Und auch so ein bisschen streichen, dass die Luft, die noch drin eingeschlossen sein sollte, dass sie rausgeht, dass wir wirklich gar keine Luftblasen möglichst drin haben. Und so können wir die Ganache auch schon auf die Torte gießen. Die ist recht gut fließfähig. Die wird dann auf der kalten Torte natürlich recht schnell anziehen. Und das wollen wir ja auch. Wir stellen sie dann noch kurz kalt und dann können wir sie auch schon final dekorieren. Perfekt. So, dann kann es losgehen. Wir gießen unsere Ganache auf die Torte. Schon so ein bisschen gucken, dass man sie gleich gut verteilt. Also wenn das nicht mal eine schöne Herbsttorte ist. Richtig opulent mit viel Schokolade. Palette natürlich dabei haben und schön alles glatt verstreichen. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Wunderbar. Schön. Eine schöne Schokoladenschicht. Ja, ihr könnt das jetzt hier ganz glatt machen oder vielleicht auch ein Muster einziehen, also indem ihr einfach spiralförmig jetzt die Palette laufen lasst auf dem Drehteller. Ihr seht hier, wie jetzt das Muster entsteht. Perfekt. Wunderschön sieht's aus. Jetzt fehlt natürlich nur noch, dass die Ganache etwas anzieht und wir dann unsere Sahnehäubchen aufspritzen und die Dekoration auflegen. Dann ist unsere Torte fertig zum Probieren. Ich freue mich schon. So, fantastisch angezogen. Eine halbe Stunde hatte ich die Torte jetzt draußen stehen, abgedeckt bei 15 Grad. Ich habe mir in der Zeit meine Sahne geschlagen. 250 Gramm Sahne mit einer Sterntöle vorne dran. Die Sahne mit etwas Zucker nach Belieben und etwas Sahnefest. Bevor ich aber jetzt spritze, werde ich die Torte gerade noch einteilen. Dann weiß ich einfach besser, wo ich hin muss. Mitte finden. Und gerade so ganz vorsichtig eindrücken. Jawohl, dass wir besser sehen, wo wir mit unserer Sahne dann hinwollen. Und natürlich bleiben wir bei einer Schwarzwälder Kirsch
ganz, ganz klassisch. Das heißt, wirklich ein Häubchen, wie es sich gehört. Macht die Hauben ruhig richtig groß, dann kommen ja noch die Kirschen oder was auch immer ihr draufsetzen wollt, oben auf. Und die letzte. Wunderschön. Die Torte sieht wieder super klasse aus. Ich habe wieder viel zu viel Sahne, also ihr könnt viel weniger nehmen, vielleicht so 100 Gramm oder 150 maximal, es sei denn, ihr wollt in der Mitte noch irgendwas dekorieren. So, jetzt noch die Kugeln. Ich habe hier jetzt solche schönen roten Kugeln. Da ist innen drin Schokolade und die setze ich einfach gerade auf jede Rosette drauf. Ganz leicht andrücken. Und die Kugeln, die verlinke ich euch in der Infobox, dass ihr sie auch bekommen könnt, wenn ihr sie wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Belegkirschen nehmen. Und die letzte Kugel. Na, was sagt ihr jetzt? Was ist das für eine fantastische Schwarzwälder Kirsch-Käsekuchentorte? Ich fasse es nicht. Ich glaube, das ist wirklich der absolute Knaller. Natürlich könnt ihr die Mitte noch weiter dekorieren. Ich lasse es jetzt so, je nach Anlass einfach. Und wir werden sie jetzt gemeinsam probieren. Dann gieße ich mir erstmal einen schönen Kaffee ein. Und ich schneide das gute Stück an. Geht sehr gut durch. Und da kommt unsere Schwarzwälder Kirsch-Käsekuchentorte. Fantastisch. Na, dann probiere ich das gute Stück mal. Wow, sehr, sehr lecker. Zergeht auf der Zunge. Also eine cremige Käsekuchenfüllung, die absolut schokoladige Umhüllung mit dem Mürbeteig und der Ganache oben auf und dann in der Mitte diese absolut top Kirschfüllung. Ist einfach ein Traum. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Schmeckt auch sicherlich toll mit einem Klacks Sahne. Ich habe ja auch noch Sahne oben auf, aber noch extra dazu. Das wird sicherlich all eure Gäste, Freunde, Familie und vielleicht den Kirchencafé super begeistern. Probiert sie einmal aus. Das war die wunderbare Schwarzwälder Kirsch-Käsetorte. Eine wirklich fantastische Torte. Müsst ihr einmal ausprobieren. Die Leute werden es euch aus den Händen reißen. Garantiert. Es ist einfach eine fantastische Kombination aus zwei wunderbaren Klassikern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben dazulassen. Gerne auch einen netten Kommentar mit Tortenwunsch, auch sehr gerne. Schaut auch schon mal in die Playlist, denn da habe ich schon ganz, ganz viele Torten. Ihr dürft das Video auch sehr gern teilen mit euren Freunden, mit der Familie. Das geht hier unten über den Teilen-Button. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag hier wieder um 10 Uhr. Bis dahin viel Spaß beim Backen, bleibt gesund und tschüss! Einfach toll.